Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielen lieben Dank erstmal für die ganze Teilnahme gestern auf das Giveaway. Ihr habt bis morgen noch Zeit, also wer noch nicht teilgenommen haben sollte, sehr gerne auf das Video von gestern nochmal draufklicken, Kommentar da lassen und dann habt ihr die Chance auf nicht 3600 Pilze, sondern 3750 waren das, glaube ich, gewesen. Ja, also sehr gerne hier mitmachen, Bedingungen erfüllen und dann, ja, wünsche ich euch da viel Erfolg bei. Denn ich hatte nämlich gestern gedacht, wir haben 20% Aktion im Shop, aber wir haben tatsächlich 25% Aktion. Also jetzt ist auf jeden Fall ein sehr guter Zeitpunkt auch nochmal, um ja nachzulegen, wenn man das halt eben möchte. Die höchste Prozentanzahl ist sowieso 33% zum Black Friday. Beziehungsweise zum, ja, genau, wenn halt eben, ja, diese Black Week ist und so, ne, da haben wir ja 33%, aber 25% ist auch schon sehr gut, 5% mehr als gewöhnlich, sonst haben wir 3600, jetzt sind es 750, ja, ihr habt ja gesehen vielleicht, ich habe jetzt heute auch nochmal zugeschlagen, ich war gestern gewesen, also out of mushrooms, ja, und da musste ich dann halt eben auch nochmal zuschlagen und da habe ich mich gefreut, als ich hier die 25% gesehen habe, ja. Wie gesagt, sehr gerne hier auch an den Creator-Code denken, Dorza, kostet euch nichts weiter und unterstützt mich extrem in dem, was ich mache, deswegen vielen lieben Dank. Viel Liebe an jeden, der da dran denken sollte. Und ich hatte gestern im Video auch vergessen zu erwähnen, aber eigentlich sollten es die meisten eigentlich schon mittlerweile wissen, hoffe ich mal, denke ich mal, dass über Steam, iOS und Android, die drei Plattformen, man halt eben 20% mehr für seine Pilze bezahlt als eben über den Webshop. Also falls ihr über eine von den drei Plattformen noch eure Pilze aufladen solltet, macht das so oder so über den Webshop, weil da habt ihr halt eben, da kosten euch halt eben die Pilze, die ihr hier für 100 Euro seht, die kosten dann 120 Euro. Deswegen unbedingt daran denken, es gibt immer einen da draußen, der das nicht weiß und jedes Mal unter einem Giveaway dann schreibt, ey, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, deswegen denkt da auf jeden Fall dran, wenn Pilze aufladen, dann über den Webshop, weil hier habt ihr noch die günstigsten Preise, sag ich mal so, ne? Genau, ansonsten gibt es ein paar coole Neuigkeiten und zwar haben wir hier im Elevator sehr, sehr spannende, coole Battles momentan gerade. Wir haben hier, wenn man mal so ein bisschen die Lage vergleicht, ja, haben wir weltweit sehr viele spannende Kämpfe zwischen den Top-Gilden weltweit und dann aber auf F24 auch nochmal untereinander sehr viele spannende Kämpfe und ich versuche auf jeden Fall, wenn der Elevator endet, das ist dann am Sonntag um 20 Uhr, versuche ich auch live zu sein und das Ende, das Fotofinish sozusagen, dann auch mit euch zusammen dann live auf Twitch dann zu zelebrieren, weil das wird wirklich extrem spannend werden. Also um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, so Crit Happens war halt immer die stärkste Gilde auf W50. Hat zum Beispiel jetzt mit der Fusion von F24 keine neuen Mitglieder großartig aufgenommen, heißt es noch die alte Gilde von W50. Oblivion ist ein Zusammenschluss auch aus sehr vielen anderen Servern, die halt eben zu F24 zusammengeschmolzen sind und quasi eine Fusionsgilde, kann man so sagen, die sehr viele starke Spieler hat. Und halt eben jetzt hier auf F24 dominiert hat. So, ne? Crit Happens war jetzt die letzten Tage sehr weit abgeschlagen, so auf Platz 2. Und Oblivion hatte man eigentlich gedacht, okay, die bringen das easy nach Hause, den Sieg. Und jetzt ist Crit Happens momentan dabei, extrem krank aufzuholen. Und das ist halt einfach sehr beachtlich, dass Crit Happens mit W50 quasi die Stärke vorweisen konnte von alten Servern und dort den stärksten Spielern aus dem Zusammenschluss. Also W50 war quasi schon auf dem Niveau von einem neuen Mega-Fusions-Server Gilde und das ist halt einfach sehr, sehr krass. Also, ne, und jetzt haben wir halt hier eben das Battle zwischen Platz 1 und 2, was sehr nah aneinander geraten ist. Jetzt war es schon sogar noch näher vorhin dran. Ne? Jetzt sind es schon wieder 20k Punkte Unterschied. Vorhin waren es nur 5 oder so, 5k. Und hatten aber zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht wie viel, bestimmt 300.000, 400.000 oder vielleicht noch mehr Höllenmarken weniger gehabt. Deswegen sind auf jeden Fall sehr gut rangekommen. Wir haben noch 3 Tage Zeit. Ich bin sehr gespannt. Mit der Holzfällerhütte festigen wir uns jetzt auch immer mehr und mehr auf Platz 5. Das ist das
wo wir uns von Anfang an eigentlich auch so gesehen haben. Die Prophezeiung wird jetzt wahr. Die vom Level her 5. stärkste Gilde von dem Server ist auch 5. stärkste Gilde von dem Elevator, auch wenn das Level immer nicht sehr aussagekräftig ist, sag ich mal, aber es ist ein kleines Indiz auf jeden Fall. Und ja, weltweit kann ich euch zeigen, sieht es momentan auch sehr, sehr, sehr spannend aus, ja. Wir haben hier vom 26.02. ist der Stand, ich habe die Uhrzeit jetzt nicht ganz genau, die weltweite Elevator-Liste zusammengefasst hier. Und ja, da haben wir momentan auch etwas, was sich vorher so auch noch nie abgespielt hat. Und zwar waren die Endgegner immer die Gilde, die halt eben am Ende des Elevators ungeschlagen auf Platz 1 waren. Wir hatten es schon gesehen, dass die ersten Tage zum Beispiel Mirror of Time, eine starke Pilzer-Gilde als Beispiel, zum Anfang gut reingepilzt haben, aber dann halt eben den Standard nicht mehr gerecht geworden sind, beziehungsweise nicht so viele starke Spieler hatten, dass sie halt auf hohen Niveaus quasi weiterpilzen können, und die Endgegner haben halt so viele Endgegner in der Gilde, dass die fast alle easy durch den Elevator so mäßig kommen, schon fast, ne? Nicht alle, aber viele, und die haben es halt eben einfacher, aber Endgegner sind halt eben eine Gilde, die vielleicht sehr viele alte Spieler in der Gilde hat und halt eben nicht mehr darauf angewiesen ist, so zu Powerpilzen, deswegen kommen die eher hinten raus dann, über die Konstanz und über die Zeit, ja, und das hat sich letztes Mal schon sehr bemerkbar gemacht. Jetzt haben wir die Unfassbaren hier auf Platz 1 momentan gerade, die auch schon die ganze Zeit auf Platz 1 gewesen sind. Aber die Endgegner lassen sich nicht ganz abschütteln, aber man darf auch diesmal Phoenix nicht außer Acht lassen, weil Phoenix momentan fast identisch auf dem gleichen Niveau spielt wie die Endgegner. Und das ist auch sehr, sehr interessant, weil das hatten wir die letzten Male auch noch nicht gehabt. Und das zeigt mir halt einfach auf, dass wir hier wirklich ein sehr krasses, enges, spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie bei Widderkämpfen haben. Ja, und das ist halt einfach krass. Ich bin gespannt, ob die Endgegner die Unfassbaren noch besiegen können oder ob es diesmal die Unfassbaren werden, die auf Platz 1 sind. Das wäre dann das erste Mal. Und wie es mit Phoenix aussieht, ja, weil die darf man hier auch nicht vom Tisch kärchern. So. Ja, und nur ein kleiner Einblick hier von unserer Gilde, von Rising Phoenix, da wo mein Battlemage drin spielt. Sind wir in den Top 10 momentan gerade, das freut mich persönlich auch sehr. Wir sind hier auch gut vertreten mit dem Battlemage, mit der Rising Phoenix, und das ist sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir hier Horizon auf meinem Main, dem Server, haben wir hier F9 momentan gerade auf Platz 17. Da bin ich sehr gespannt, wie es aussieht, wie viele Plätze, die jetzt auch abgesagt sind, weil ich glaube, performance-technisch sind die ein bisschen weiter runtergegangen auf jeden Fall. Aber ihr seht's, es ist wirklich spannend, meine Lieben, ja, und genau, ich hatte jetzt hier halt eben gestern aufgeladen gehabt, weil ich jetzt nun gar keine Pilze mehr gehabt habe, und deswegen musste ich hier auf jeden Fall wieder ein bisschen reingehen und werde auch natürlich jetzt nochmal ein bisschen mehr meine Gilde unterstützen hier. Gestern konnte ich es halt nicht mehr ganz so gut, weil ich halt eben wirklich komplett alle war, aber jetzt mit der Aktion hatte ich dann gleich nochmal kurz nach 0 Uhr dann nochmal einen Huni aufgeladen und ja, nochmal mit schön dicken 25% Punkten die Pilze mir gegönnt, was ich sehr geil finde, und kurzer Zwischenstand. Ansonsten hier nochmal auf mein Main, falls wir da jetzt gerade reinkommen, Verbindung gestört tatsächlich, ja. Die Verbindung ist gestört auf F9. Was geht da schon wieder ab, ist die Frage, ne? Dann gucken wir mal kurz hier nochmal hier hin, ja. Hier werde ich, denke ich mal, nicht mehr aufladen. Ich wollte eigentlich nicht mehr aufladen auf meinem Battlemage, weil ich es halt jetzt hier so nicht als ganz so doll nötig empfinde, weil hier sind wir ja wirklich unangefochten auf Platz 1 mit Rising Phoenix, da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Auf W50, also F24, sorry, also wenn ich W50 sage, wisst ihr, was ich meine, so, ne? Da sieht es ein bisschen anders aus. Ja, wir werden wahrscheinlich trotzdem Platz 5 werden, aber es wäre schon schön, die Holzfällerhütte, soweit es geht, oben zu sehen von den Punkten her. Ja, F9 komme ich jetzt gerade nicht rein. Ja, der Beta-Server wieder. Da wird wieder rumgefuhrwerkt da, ne? Kommt man wieder jetzt hier nicht rein, kann man wieder nicht drauf spielen hier. Der Walfischstreck. Naja, aber was willst du machen, ne? Da müssen wir halt eben warten. Aber es sieht momentan gerade so aus, als ob generell in SF jetzt gerade ein, zwei Problemchen sind, weil hier ist jetzt nämlich auch gerade die Verbindung gestört, ne? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber ansonsten, ne? Gut, ja. Nochmal Stufe 700. Hä? Warte mal. Ah,
Nee, warte mal, mein Ork hat gerade die 719 geknackt. Na, jetzt sind wir aber auf meinem Main. Oh mein Gott. Ja, habe ich auch nochmal live im Video hier. Das ist ja lustig. Nothing to claim yet. Ja, okay, das Spiel ist jetzt ein bisschen durcheinander. Okay, jetzt haben wir hier auf meinem Main, alles klar, haben wir jetzt hier Oblivion, Cretepins und Metropolis. 719 dort eine Holzfällerhütte. Ja, da sehe ich mich. Ich glaube, dann wäre ich der Levelstärkste irgendwie auf dem... Ach du Scheiße, ey. Was ist denn hier los? Ja. Okay. Ja, ein Tag. Okay, jetzt haben wir hier irgendeinen Counter von einem Tag auf einmal. Wild. Ganz, ganz wild. Okay, jetzt ist wieder alles okay, ne? Jetzt haben wir... Aber ich komme trotzdem nicht auf meinen Main. Okay, alles klar. Gut, Freunde, dann lassen wir das an der Stelle. Ich habe soweit alles Wichtige gesagt. Wie gesagt, bis morgen 15 Uhr habt ihr noch Zeit beim Giveaway mitzumachen. Ich wünsche euch da viel Erfolg. Und ansonsten, ja, sehen wir uns natürlich dann regelmäßig auf Twitch. Spätestens am Sonntag wieder. Abends irgendwann zum Hellevator Ende. Und ja, vielleicht zwischendurch auch nochmal. Ne, wir schauen einfach mal. Gestern hatte ich auch nochmal gestreamt gehabt. Da haben wir nochmal gut aufgeräumt auf EU18. Ja, da sind wir auch nochmal gut reingegangen. Das war auch sehr cool gewesen. Nochmal ein bisschen Progress gemacht, ein paar Dungeons gepusht. War sehr spannend. Da sind wir definitiv auch ein bisschen vorangekommen. Und ja, das soll es aber erstmal soweit dazu gewesen sein. Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.